beim Fahren dachte ich mir nur, was mache ich hier für eine Scheiße? Ja, ich bin gestern rumgefahren und ich dachte, was ist denn hier los? Eine Runde gefahren. Was macht's denn? Ja, einfach nichts. Reifentechnisch was. Irgendwann ist dumm. es heiß. Jeden Moment kann ich mich auch wegkauen. Erstes Rennen hier in Oschersleben. Es geht wieder los. Das First Practice 1 steht an. Ich bin gespannt. Es ist wieder an der Zeit. Ich habe es noch nicht geschafft, unter die 1,30 zu kommen. Ich muss aber an diesem Rennwochenende auf jeden Fall es irgendwie schaffen, unter die 1,30 zu kommen. Wir sind gestern Abend nicht durch technische Abnahme durchgekommen. Wir haben Mängel aufgeschrieben gekriegt. Dann wurde moniert, dass wir zu wenig Tankschaum drin haben. Seit diesem Jahr müssen wir die Bremssättel vorne sichern. Ärgerlich ist nur, wir haben um 8:40 Uhr geht's los am ersten Free Practice. Das ist alles zeitlich dann ziemlich eng, weil wir natürlich aufgewärmte Reifen brauchen. Ja, es ist ein bisschen hektisch, weil ich natürlich wieder kurz vor knapp mich umziehe. Es geht raus in den ersten Turn, soll aber von der Strecke her nicht so geil sein. A, es ist viel zu kalt und B, ist wohl noch von den Autos der Gummi drauf. Wir probieren im Prinzip da erstmal das Beste draus zu machen. Wir haben hinten ein neues Kettenblatt eingebaut, waren kleiner wie vorher, weil wir nah einem Gangwechsel kommen, aber es hätte sich nicht gelohnt, von 2 auf 3 zu schalten an einer bestimmten Stelle. Bike ist auf jeden Fall definitiv noch mal geiler im Gegensatz zu letzten Jahr. Wir haben noch ein paar Sachen geändert, ein paar Kleinigkeiten, ein bisschen was von der Geometrie, Sitzposition. Wir haben jetzt einen Endurance-Tank, was mir wirklich sehr zugute kommt. Alles in allem quasi die ganze Vorsaison gut genutzt, würde ich behaupten, sodass wir mit einem guten Gefühl hierher fahren konnten. Also FP1 ist wirklich, ich mache jetzt wirklich low. Das Blödste wäre jetzt, wenn ich sie wegschmeißen würde. Kann ich schalten? Ich habe runtergedrückt, aber er schaltet nicht. Was macht's denn? Ja, einfach nichts. Ich drück drauf, Sonst passiert gar nichts. und passiert nichts. Eine Runde gefahren. Deine Reifen werden noch nicht so warm sein, mach langsam. Mercedes hat ja Probleme, dass der Quickshifter und der Blipper nicht funktioniert. Vor uns hatten wir Probleme mit dem Datenkabel. Jetzt habe ich die Daten nochmal aufgespielt mit dem anderen Kabel. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Auf den Geraden macht er einen sauberen Schaltvorgang, von daher scheint es jetzt zu gehen. Es war gerade so ein bisschen viel Dinger, die ich umsetzen musste und mich auf viel konzentrieren musste. Weil Fußraste umgestellt war jetzt auch wieder Schalthebel wieder ein bisschen anders. Dann ging am Anfang gar nicht. Kam ein bisschen viel auf einmal. Ich konnte mich jetzt nicht so auf die Übersetzung konzentrieren, aber grundsätzlich ging das schon besser. Von der Gesamtzeit her eigentlich ganz gut. Irgendwie Platz 4, erstmal so zufrieden. Aber wir müssen jetzt schauen, ist das technische Problem wirklich weg? Oder hat es jetzt nur kompensiert? Ging's jetzt? Ja, man kann schwer was sagen, weil die Strecke absolut im Zack ist. Also ich bin über beide Dinger gerutscht, weil die Strecke gerade so schlecht ist. Jeder ist gerade rumgeeiert. Am Schluss ging's, am Schluss war die Ideallinie befahrbarer. Wie geht nochmal Launch Control rein? Ich hab's wieder vergessen. Guck, geht nicht an. War doch nicht meine Schuld. Nach unten.
warst aber selber verwirrt kurz. Ja, in der alten ECU, also in dem Vorgänger ECU, war es nach oben, jetzt ist es nach unten. Stehe da, probiere alle möglichen Tastenkombinationen aus. Da bin ich halt so gestartet. Wenn du überlebst, machst du das Motorrad nur schwieriger umzulenken. Fahr lieber weit in der Hotelkurve dann ein Stück. Gehst du raus von 3 Uhr bam, und gehst dann so ein Stück weit. Und da machst du den Speed kaputt, aber nicht während du umlegst. Passen die Schaltpunkte so jetzt mit der Übersetzung? Also ich hatte am Anfang ja noch Probleme, aber ich glaube, Du schreibst du ja wirklich auf. FP1 war auf jeden Fall ein schrecklicher Anfang, aber am Ende hin war es trotzdem ein sehr gutes Training zum Reinkommen. Jetzt muss ich erst mal gucken, warum die GPS-Antenne nicht geht. Vielleicht ist es mein Fehler gewesen. Ohne Antenne wird richtig doof, jetzt sehen wir keine Daten. Also wir sehen schon Daten, aber halt nie auf welcher Strecke er Probleme hat. Wir analysieren halt, was das Motorrad macht. Wenn der Matze sagt, er hat ein Problem in einer Stelle, dann schauen wir halt, was in den Daten nach. Ob das von der Elektronik herkommt, das von der Suspension oder beim Bremsen irgendwas verursacht. Ob der Grip schlecht ist, das können wir quasi alles sehen. Leuchtet die? Nee. Dann ist was im Stecker oder im Gegenstecker. Also wir haben jetzt eine andere Antenne gekriegt. Das scheint wirklich im Kabelbaum bei uns irgendwo zu sein. Das wäre Licht. Jawohl. Es lag daran, dass ein Stecker sich im vorderen Bereich der Front losvibriert hat. Das sind alles Schnellverschlüsse. Das soll nicht vorkommen, kann mal. Wir haben jetzt endlich mal eine große Boxentafel. Ich fahre jetzt auch wirklich ohne Kontaktlinsen, weil mir das wirklich irgendwie leichter fällt. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr mal gedacht, einfach doppelt so groß. Wenn man es jetzt nicht sieht, dann... Ja, ich will auf jeden Fall schauen, dass ich jetzt bei FP2 irgendwie ein bisschen an meine Zeit auf jeden Fall rankomme, beziehungsweise da in der Range bin und die jetzt erstmal konstant zu fahren. Kannst voll reinhauen in die Bremse, ist eingebremst. Da war eine blöde Stelle, den habe ich dann nämlich überholt, weil ich mir dachte, oh, irgendwie er ist nicht so ganz so schnell. Den überhole ich da mal vor der Schikane. Dann war das aber eher ein doofer Move, sage ich jetzt mal. Also manchmal schätzt man es einfach falsch ein. Manchmal denkt man sich, ja, bin jetzt hinterher gefahren, okay, ich glaube, das packe ich, wenn ich den raushaue. Und dann war der, aber hat er richtig spät da gebremst. Ich war so, oh, ich glaube, den bin ich jetzt ein bisschen vor die Karre gefahren. Und im Training ist es immer ein bisschen, muss das ja nicht sein. Kollege, jetzt fast 60 Grad. Oh, das ist viel. Ist zu viel Schräglage? Viel zu viel Schräglage. Naja, ich muss aber echt mehr aufrichten, ne? Ja, ich bin so unbeweglich. Ich werde auch alt. Ja, ein Pitboard, es ist mir dann auch gekommen, stimmt. Wir haben ein neues großes Pitboard. Ich habe überhaupt keinen Gedanken verschwendet, einmal kurz drauf zu gucken. Und wir haben es eigentlich kurz vorher noch besprochen. Federbein hinten etwas zu hart, deswegen fängt die immer an zum Wheelen. Kriegst du mit der Elektronik kaum mal eingeregelt. Ja, bei der Startübung Ende FP2 ist mir dann auch so ein kleines Malheur passiert. Ich habe einfach nur die Kupplung zu früh oder zu schnell losgelassen. Dann habe ich Schiss bekommen. Dann ist sie so gestiegen und dachte, oh, wow, wow. Ich dachte wirklich, im FP2 fällt dann auch endlich mal die 1,30. Sollte einfach nicht sein, es hat nicht geklappt. Dämpfer raus, ich will den vermessen, nochmal genau einstellen. Und vorne müssen 20 Milliliter Gabelöl raus. Vorne die Gabel ist ein bisschen zu hart. Quasi das Luftpolster ein bisschen größer, dass er da ein besseres Gefühl für hat. Sonst längentechnisch ist alles gleich geblieben. Und das sind jetzt wirklich nur Nuancen, die wir verändert haben. Er ist gut vorne mit dabei. Es sind jetzt ja wirklich so Feinheiten, die wir jetzt fürs Qualifying rausarbeiten müssen. Ich denke mal, die 30 wird heute noch fallen. Ja, jetzt beim Qualifying, ich muss sagen, ich war echt ein bisschen angespannter, kannte ich eigentlich gar nicht von mir. Ich war so ein bisschen mehr mit der Brechstange. Ich wollte jetzt endlich mich von der Zeit her verbessern und wollte auch einmal mal einen Schritt nach vorne gehen. Bei Asphalttemperaturen von fast 33 Grad werden wir hinten auf den SC0 gehen im Quali. Wir bereiten trotzdem noch einen 1er vor, dass, falls die Entscheidung kurz vorher ist, dass wir auf den 1er gehen hinten. Vorne fahren wir klassisch SC2, da kommt der Matze am besten mit klar.
Wir haben seit diesem Jahr diese Reifenaufkleber, die uns quasi 7 Reifen zur Verfügung stellen. Wir haben ja den Matthias jetzt im zweiten Jahr in der Betreuung. Wir haben funkelnagelneues Motorrad mit neuester Technik. Er bereitet sich natürlich auch mental und körperlich darauf vor, das sieht man. Ich spreche ihm sehr hohes Lob aus. Viel fokussiert er dieses Jahr. Aber jetzt ist es so, jetzt muss er die 30er Schallmauer in Oschersleben brechen. Jetzt muss er auch im Qualifying mal eine 29,5 oder eine 29 tief fahren. Nico vor mir, er hat sich verbremst, hat dann quasi einen Rejoin gemacht. Er hat nicht nach hinten geschaut und ich wäre ihm fast in die Karre gefahren. Aber somit habe ich wieder eine Runde verloren, in der ich eigentlich eine Zeit setzen musste. Und mein Reifen baut auch nach und nach ab. Man tut sich auch immer schwer beim Überholen. Man kann auch nicht bei jedem Streckenabschnitt so einfach überholen. Dann hängt man quasi wieder hinten dran und verliert wieder eine Rundenzeit. Ich hab den Moment drauf gehabt. 1,29. Es war anscheinend sehr knapp in 29. Aber man sieht, das Starterfeld ist stark. Die ganze Top 10 fährt schon unter 1,30, weil ich, was ich gehört habe, jetzt auf 11 in Q1 gelandet bin. Ja, das Wheelie war besser, aber ich habe mich ein bisschen beschnitten gefühlt. Ja, im Grunde bin ich zufrieden, war trotzdem etwas erschrocken, dass ich doch mit einer 1,29 irgendwas dann auf Platz 11 oder 12 gelandet bin. Da war ich dann schon ein bisschen Frust war da wieder dabei. Wir müssen auf den Prüfstand, ob wir in der Motorrange liegen. Damit überprüfen die quasi, ob wir irgendwas am Motor verändert haben, was leistungstechnisch ganz klar rausfällt. Ich bin selber sehr gespannt, wie viel Leistung wir haben. Das 219 Kupplung. Ja, ich verspüre definitiv einen größeren Druck dieses Jahr. Letztes Jahr hatte ich ja so eine kleine Schonfrist, weil ich irgendwie so ein Quereinsteiger war und habe das einfach mal versucht als YouTuber. Jetzt in der zweiten Runde merke ich natürlich, der Druck ist größer, die Erwartungen werden höher. Einerseits natürlich auch richtig cool, weil das dich natürlich auch pusht, das merke ich auch. Und ich fühle mich natürlich auch wohler, beziehungsweise nicht ganz so angespannt und nicht ganz so neu als letztes Jahr. Also man kriegt Routine einfach rein und hat mehr Selbstvertrauen auch zu mir. Lukas kennt das Motorrad in- und auswendig. Flo, unser Data-Ingenieur, weiß auch ganz genau, was er zu machen hat. Wir sind viel besser abgestimmt, auch mit unserem Teamkollegen Paul Fröde und in seinem Team. Das klappt natürlich mittlerweile alles viel flüssiger und wir sind viel eingespielter. Ja, dieses Jahr haben wir Titankolben in den Bremssättel drin. Sonst an dem Bike, da lassen wir eigentlich alles so, wie es ist. Jetzt muss der Matze noch an sich arbeiten, um schneller zu fahren. Was natürlich auch immer mal dazu hört, zu gucken, dass man keinen Ölverbrauch hat. Ich gehe jetzt noch mal kurz zum Bus, ruhe mich noch mal kurz aus und ja, noch ein bisschen Zeit für mich. Wenn ich den Schlüssel dabei hätte, könnte ich auch noch in den Bus reingehen. Ja, wir haben gleich Q2 vor uns. Da muss ich natürlich noch mal performen. Da muss noch mal ein bisschen was gehen von der Zeit her. Ich bin zwar zufrieden mit der unter 30, aber es muss noch mal ein bisschen besser werden. Ich schreibe mir immer mal, wenn ich was nicht vergessen darf, ein paar Erinnerungsaufkleber. Das Ganze hier mit den Reifenaufklebern ist quasi relevant dafür, dass unsere Rundenzeiten gewertet werden. Dass wir eben quasi ein Reifenkontingent haben und das auch dementsprechend sinnvoll einteilen. Den Reifenaufkleber klebt man immer kurz vor knapp. Ich denke, realistisch ist die 28 drin. Hört sich nach Druck an, aber das sieht man auch in den Daten. Die Wetterkonditionen sind heute deutlich besser wie im Quali 1. Die Asphalttemperatur von 30 Grad ist eigentlich ideal. Das Einzige, was nicht so gut ist, ist der Wind heute. Elektronik haben wir noch ein bisschen gegengeregelt wegen der Wheelie-Kontrolle, aber nicht mit Wheelie-Kontrollen, sondern wenn er ans Gas geht, dass das alles noch mal ein bisschen smoother geht. Ansonsten ist eher mehr Linie das Thema. Pünktlich, 30 Sekunden verzögert raus, willst du 40 Sekunden verzögert raus? Wie wollen wir das machen? Du hast halt vorne direkt einen Pult. Also beim letzten Qualifying bin ich zweimal auf Leute aufgelaufen, wo ich mir dachte, das kann nicht sein. Gut, dann lasse ich die 30 Sekunden vorher raus.
war dann auch auf Anhieb auf 29,2 oder so. Das war dann schon mal echt ein geiles Gefühl, ehrlich gesagt, als ich dann die Zeit im Cockpit gelesen habe. In der zweiten Runde war es dann aber schon so weit, da war wirklich dann eine Staubwolke und auch wirklich viele Steine. Ich habe ein bisschen was abbekommen, also es hat echt einen Schlag gemacht. Bringt dich natürlich auch irgendwie erstmal raus, wenn du so eine Dreckfahne erstmal ins Gesicht bekommst. Dann so gemerkt, nach der 5. Runde habe ich ein bisschen wieder abgebaut, bin auf Leute aufgelaufen, habe dann versucht, einzelne Sektoren einfach für mich zu verbessern und mich darauf zu spezialisieren. Die Übung war eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auch diesmal extra aufgepasst. Trotz der Verhältnisse, wo normalerweise ja nicht so gut war, zweite Saison, das passt jetzt. Es ist halt krass, dass die vordersten 3 mittlerweile 1,27 fahren. Damit kannst du halt in der Superbike eigentlich auch schon, sag ich jetzt mal, ein gutes Mittelfeld auf jeden Fall mitfahren. Und man muss auch dazu sagen, dass wir jetzt nicht die Schikane mehr fahren dürfen. Letztes Jahr durften wir über die Schikane fahren. Die Stelle vorne in der letzten Kurve wurde neu gemacht. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, wo du jetzt eigentlich, so, sagen wir mal, eine halbe bis Sekunde verlierst dadurch. War eine starke Leistung, bemängelt wurde nichts, alles gut. Jetzt heißt Bike ready machen fürs Rennen und nochmal hier und da an der Linie arbeiten. Ne? Equipment-technisch haben wir natürlich auch aufgerüstet. Wir haben hier eine neue Werkbank, wo quasi alles schon direkt griffparat ist, einsortiert. Schrauben sozusagen nicht mehr aus dem Ratschenkasten. Dann haben wir uns ein Flycase angeschafft, wo Ersatzteile drin liegen. Alles, was man nicht sofort oft braucht. So 80–85% fertig, noch ein paar Kleinigkeiten. Geht gleich los. Ich dachte irgendwie, ich wäre entspannter, bin jetzt aber doch wieder nicht entspannt und bin sehr aufgeregt. Ziemlich zuversichtlich, habe, würde ich sagen, die Leistung gezeigt und weiß auch, dass ich da mitfahren kann. Rennen ist aber immer ein großes Ereignis und es kann viel passieren. Du fährst im Modus 1. Also wie vorher. Genau, wie vorher. Das ist alles gleich. Und wenn der Reifen zu stark abbaut und du merkst, es ist nur noch am Schwimmen hinten, schaltest du auf Mode 2, dann hast du im zweiten und dritten Gang mehr TC-Support. Top 5 wäre gut. Denke ich, kann er schaffen. Diese 30-0, das ist für die Hobby-Rennfahrer einfach the magic, ne? Also die magische Grenze. Wenn du da drunter kommst, dann wirst du so in den Adelsstand erhoben. Ich bin ja von Startplatz 8 gestartet. Der erste Probestart lief ganz gut. Hab nur sehr gute Bekanntschaft mit Justus Weinke gleich mal gemacht. Der war wieder mal 2–3 Plätze vor mir und wir sind da sehr nah aneinander geraten gleich. Der Racestart, muss ich auch sagen, war richtig geil. Du ballerst da raus, ne, und du wirst so eng dann auf einmal. Hab mich aber ein bisschen verschätzt mit dem Bremsen. Also ich habe das absolut nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich natürlich ja später bremsen kann. Weil ich bremse, dann sehe ich, oh, alle fahren vorbei. Dann noch mal kurz Gas gegeben und dann wieder gebremst. Also das war so eine Nummer, wo ich sofort geschnallt habe, ne, das war es auf jeden Fall nicht. Zuerst konnte ich auch noch richtig gut hinterherfahren, war sehr gut dran an Marc Buchner. In der letzten Kurve, ich musste noch mal bremsen, genau in so einer Scheitelposition, wo du eigentlich Gas geben musst, sonst verlierst du den ganzen Schwung auf der Start- und Zielgeraden. Und so hat sich dann erstmal wieder ein riesen Gap aufgemacht. Und dann kam natürlich schon der erste leichte Highsider, da hat es mich noch mal kurz wachgerüttelt. Vor mir Marc hat dann irgendwann Kevin Orges überholt und ich hatte ein geiles Gefühl und bin dann an Kevin Orges rangekommen und konnte auch wirklich hinter ihm herfahren. Dann kam eigentlich die Stelle, wo ich mir dachte, ja, okay, wollte da auf der Bremse an Kevin vorbeigehen, hätte auch schief gehen können. Konnte dann erst noch gar nicht ganz gut dranbleiben, aber spätestens nach der Start und Ziel habe ich gemerkt, okay, erst mal wieder reinkommen. Das bleibt da dran, ganz stark. Ja, lässt sich nicht abschütteln. Nochmal einen großen Move gemacht gegenüber letztem Jahr, ne? Auf jeden Fall.
Ich hatte fast keinen Grip mit den Reifen. Also es war diesmal richtig schlimm. Es war sehr viel, es war sehr wild. Ich war natürlich aufgewühlt. Ich habe selber gemerkt, dass ich nicht wirklich flüssig gefahren bin. Kondition habe ich gemerkt, vielleicht minimal abgebaut, aber konnte eigentlich meine 28 hoch bis 29 eigentlich konstant fahren. Dann kam auch der erste Vorfall mit Dominik Blersch. Den wäre ich auch fast auch noch in die Karre gefahren, weil man realisiert das auch gar nicht so schnell, wie langsam jetzt einer ist und macht er jetzt wirklich langsam, hat er einen Defekt. Jenkner, an den bin ich rangekommen. In der Zwischenzeit hatte aber der Nächste seine technischen Probleme und ich bin an Marc Buchner auch noch vorbeigegangen. Und dann kam ein ziemlich spezieller Fall. Vor uns war eine gelbe Yamaha. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall wurde es dann ziemlich wild. Es kann auch sehr gefährlich werden, immer sowas. Ich konnte ganz normal meine Linie fahren und dann habe ich schon gemerkt, ich bin natürlich mit viel mehr Schwung aus der Kurve raus und konnte dann Jenkner auf der Bremse schnappen. Dann hat es aber auch nicht lange gedauert, dass wir in der Hotelkurve waren und ich habe schon Jenkner wieder hinten anklopfen gehört. Es kann jetzt nicht sein, du benimmst jetzt nicht deinen Platz wieder weg und habe einfach irgendwie versucht, dagegen zu halten. Ich habe dann auch noch mal ganz guten Schub bekommen von der Honda aus dem zweiten Gang raus in Richtung Schikane. Auf jeden Fall habe ich somit den 4. Platz gesichert. Mega Rennen. Natürlich gehört auch mal ein bisschen Glück dazu. Gerade die letzte Position von 5 auf 4 war einfach durchs Auflaufen und die Konstanz hat ihm jetzt hier wirklich gut getan und gut geholfen. Super Zeiten gefahren, alles in allem zufrieden. Aber ey, beim Fahren dachte ich mir nur, was mache ich hier für eine Scheiße? Also ich bin gefahren wie so ein, hat sich nicht schön, es war nicht flüssig, es war so reingehacke. Habe immer gedacht, so ja, jeden Moment kann ich mich auch wegkauen. Setup kannst du fast 1:1 übernehmen. Übertrieben gesagt, jetzt geht die Arbeit weiter. Du bist ja noch nie so schnell gefahren in deinem Leben. Und ich sag mal, das musst du jetzt einfach, jetzt darfst du nichts am Bike ändern. Weil jetzt muss von dir noch mal wieder über diese mehreren schnellen Runden, kommt automatisch noch eine halbe Sekunde. Aber ich kann es sagen, und das ist 3-mal Mehrwert, das ist aus eigener Kraft erfahren. Das hast du geschenkt gekriegt. Das ist alles eigen erfahren und da kannst du stolz drauf sein. Das ist geil. Da rennt der Eimer. Wie die Hölle. Gut. Wenn er fürs Race 2 jetzt einen richtig guten Start erwischt und vorne in der Gruppe gleich Anschluss findet und dranbleiben kann, könnte es vielleicht auch ein Podest werden. Ja, wir sind jetzt hier auf der Kartstrecke. Ich fahre noch mal 1-2 Ründchen. Gar nicht schnell, gar nicht arg. Nur einfach, um ein bisschen warm zu werden, dass die Muskeln ein bisschen wärmer werden. Weil ich will ja nicht komplett kalt ins erste Rennen starten. Und ich glaube, das ist nicht verkehrt. Gestern Nacht haben wir das Bike wieder so weit auf Vordermann gebracht. Wir haben die Belege abgezogen, die waren leider leicht verglast. Heute von den Asphalttemperaturen haben wir es angenehmer, aktuell 26 Grad Asphalt. Wir konnten mit dem Luftdruck noch ein bisschen spielen und haben eigentlich ganz gute Chancen, nur einen Rundenrekord für ihn persönlich aufzustellen. Bremsen in der Einrollrunde und in der Warm-Up-Lap die Bremse ein bisschen ein. Ein bisschen schön auf Temperatur bringen, immer mal schön sanft rein und schön die Reifen immer pushen. Der Start ist ja immer Gold wert. Deshalb darfst du auf jeden Fall nicht verkacken und dann gleich vorne dranbleiben. Restart, Launch Control rein und das Ding schiebt nach vorne. Dann geht es in die Startaufstellung. Rote Ampel leuchtet, Launch Control rein und Feuer frei. Links hat sich Marc Buchner neben mir gesetzt, den hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und so sind wir dann alle zusammen in die Hasseröder rangefahren. Kurz davor kam noch Kevin Orgis an mir vorbei. Ich habe aber gleich gesehen, oh, der muss weit gehen. Geht gleich wieder innen vorbei. Spätestens ab der Gegengeraden
hat er dann wieder auf der Bremse. Und ich habe mir wirklich beim Bremsen gedacht, oh Mensch, der ist ja so locker an mir vorbeigefahren. Aber man sieht dann auch sofort, hat sich verbremst, hat sich auch ein bisschen verschätzt. Ich bin wieder dran geblieben, habe mich auf jeden Fall wieder vor ihm gesetzt. Bin außen gefahren, wusste irgendwie schon, dass er gleich auf jeden Fall innen reinsticht. Die Plätze haben sich getauscht. Vor mir war auf einmal Marc Buchner. Auf den bin ich wieder ein bisschen aufgelaufen und habe dann auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall dranbleiben kann. Ziemlich viele Fahrer vor uns. Dominik ist weit gegangen, Buchner geht innen rein. Dominik schert wieder ein, geht irgendwie auf gleicher Linie mit ihm und sie fahren zusammen raus Richtung Triple Links. Ich dachte mir nur, geil, wenn sich hier zwei fighten, die verlieren beide ein bisschen Zeit und ich komme immer näher ran. Er hatte aber extrem wieder mit dem Grip-Level zu kämpfen. Sehr viele Rutscher, fast Highsider gehabt. Zeitgleich kam auch mein erster Fehler. Ich bin in der Schikane, habe eine ganz komische Linie erwischt, musste dann sehr weit ausscheren und habe ihn wieder ziehen lassen und musste erst mal wieder gucken, wie ich da hinten dranbleiben kann. Sobald ich dann wieder an ihn dran war, kamen dann auch wieder die kleinen Rutscher. Gerade an der letzten Kurve, wo sie den Asphalt neu gemacht haben, hatte ich riesen Probleme. Ich habe gemerkt, Dominik hat ein bisschen Probleme gehabt in der letzten Kurve, hatte auch mit Grip-Problemen zu kämpfen. Wir fahren beide aus der letzten Kurve raus auf die Start- und Zielgerade. Ich komme immer näher, kann mich hier neben ihm setzen und gehe an der Bremse an ihn vorbei. Habe immer ein bisschen aufpassen müssen, es waren die letzten Runden, dass er nicht wieder irgendwo reinsticht bei mir. Habe also schauen müssen, dass ich jetzt meine Ideallinie verlasse und immer so ein bisschen engere Linie fahre und auf jeden Fall die Tür immer zulasse. Es war auf jeden Fall super zu sehen, wie sich Jengner und Orges noch einen richtig schönen Fight gegeben haben. War geil. Hat gepasst, 6. Platz. Erfolgreiches Rennen hinter uns, von Zeiten her mehr als zufrieden. Sehr, sehr konstant gefahren, bis auf einmal 29, immer auch 28. Jetzt am Ende vom Rennen im Parc Fermé mussten wir das Motorrad noch zerlegen. Die technische Kontrolle wollte einmal in die Airbox gucken. Hat mich wirklich beeindruckt. Also generell von allen Aspekten her hat er sich vom vorigen Jahr zu jetzt sehr gesteigert. Das Bike hat sehr, sehr gut funktioniert. Also Ziel für Most muss ich wirklich sagen, dadurch, dass ich schon mich relativ gut fühle auf Most und wir da auch noch mal ein paar Trainingstage davor hatten vor der IDM, bin ich eigentlich ziemlich guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall auch noch mal in die Punkte fahren können. Ja, wir werden sehen.